Meerforellengrüße aus Island. Wir sind zu Gast auf einer der schönsten Inseln für uns Fliegenfischer, sind hier an einem wunderschönen Fluss und haben spannende neue Routen im Gepäck. Und zwar die Vorserie von NAM. Unsere Freunde von NAM aus Skandinavien haben dieses Jahr einen richtig geilen Wurf gelandet mit der Vorserie und haben Einhand- und Zweihandrouten auf den Markt gebracht zu einem unglaublichen Preis. Die Zweihandrouten hatten wir schon mit nach Norwegen zum Lachsfischen und weil das Meerforellenfischen genauso geil ist, sind wir noch mal los, haben die Einhandrouten mitgenommen und haben sie hier intensiv für euch geworfen und getestet. Die Vorserie, der Name, ihr wisst es, er steht für Frühling, für etwas Neues, etwas Frisches. Und das, finde ich, betrifft vor allen Dingen die einmalige Kombination aus Performance und wirklich einem attraktiven Preis. Eine Routenserie wie die zu solch einem Preis gibt es aktuell auf dem Markt unserer Meinung nach nicht ein zweites Mal. Also wirklich ein super interessantes Produkt, aber eben nicht nur wegen des Preises, sondern auch wegen der Performance. Die Vorserie besteht insgesamt aus 4 verschiedenen Modellen. 2 habe ich jetzt hier bei mir, und zwar die 9 Fuß 5 und die 9 Fuß 6. Also 2 Routen, die ihr natürlich nicht nur zum Meerforellenfischen nutzen könnt, sondern auch für die heimische Fischerei auf Bachforelle, auf Äsche mit dem leichteren Modell oder auch für Döbel, Barbe und so weiter. Ergänzt werden diese beiden Routen noch mit 2 weiteren Routen der Schnurklasse 7. Einmal in 9 Fuß, also interessant zum Beispiel natürlich für diese Fischerei hier, aber eben auch für die heimische Küstenfischerei auf Ostseesilbe. Die 10 Fuß Klasse 7 ist dann schon so kräftig, dass ihr mit ihr auch die leichte Einhandfischerei an etwas kleineren Lachsflüssen super umsetzen könnt. Also 4 spannende Modelle, eine überschaubare Serie, und das ist ja das, was wir von NAM so mögen. Jedes Modell ist wirklich hinsichtlich der Aktion und der Aufgabe, für die sie bestimmt ist, konzipiert und gestaltet. Das Ganze natürlich wie die Zweihänder in einem super minimalistischen Look. Wir haben hier diese schöne graue Farbe im Blank, das Ganze schön geschliffen, super natürlich die Zierwicklung exakt gesetzt, alles super skandinavisch, minimalistisch aufgebaut, so wie wir es lieben. Außer dem NAM-Schriftzug und dem kleinen Hinweis auf die Vorserie mit Klasse und Länge findet sich auf dem Blank nichts weiter als wirklich Eleganz und Schlichtheit. Zum Einsatz kommt natürlich auch der hochwertige Premium-Kork, den wir von der Delgado-Serie so lieben. Das Ganze liegt unglaublich gut in der Hand, ist schön schlank geschliffen, liegt super wirklich sowohl beim Daumen als auch beim Zeigefingergriff in der Hand. Die minimalistische Eleganz wird fortgesetzt im leichten Aluminium-Schraubrollenhalter. Das Ganze schwarz eloxiert und ist natürlich der perfekte Match für eine schwarze Rolle, obwohl ich auch die silberne Einarsson hier wunderschön in dieser Kombination finde. Natürlich, was wäre ein Trip nach Island ohne eine Einarsson? Ihr könnt es euch denken, wir lieben die Rollen, gerade in der Kombination mit der NAM-Route, wirklich eine Augenweide und einfach vom Gewicht perfekt ausbalanciert. Auf der 6er habe ich die 5 Plus, auf der 5er habe ich die 3 Plus und das Ganze ist wirklich eine super leichte Kombi. Apropos leicht, was sofort auffällt, wirklich beim ersten Wurf, eigentlich schon beim Auspacken, ist das minimale Gewicht der Vorserie. Wie bei den Zweihandrouten hat Markus Bolin hier wirklich einen super geilen Job mit seinem Team gemacht und hat in Kooperation mit einer der renommiertesten Hersteller in Korea einen Blank geschaffen, der extrem leicht ist. Also das fällt wirklich sofort auf. Martin hat gesagt, als er die Route das erste Mal an der Küste hatte, das ist die leichteste Meerforellenroute, die er je geworfen hat. Und das Ganze wirklich kombiniert mit einer Bruchsicherheit, die überragend ist. Darauf hat Markus Bolin und sein Team extremen Wert gelegt, dass wir hier eine Route haben, die Wurffehler verzeiht, die robust ist, mit der Anfänger super umgehen können. Und das macht diese Route einfach zu einer perfekten Ergänzung der gesamten NAM-Familie.
der Gado-Serie, der Rehen und der Rehen Plus, die ja preislich ein bisschen höher angesiedelt sind. Und deswegen eben die das Frühlingskind, die perfekte Kombination, die perfekte Ergänzung, der perfekte Nachwuchs für die NAM-Familie. Ich würde sagen, ich schmeiße jetzt hier meinen Squirmy, meine schwere Nymphe und meinen Oros wieder ins Wasser, denn so richtig dirty habe ich damit jetzt hier heute gefischt. Und was vielleicht noch wirklich interessant ist, die Rute hat so viel Power, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir hatten hier Forellen bis Mitte 70 cm und selbst mit der 5er oder 6er hatten wir keinen Kontrollverlust im Drill. Das Ganze hat unglaublich viel Spaß gemacht und trotzdem hatten wir immer die Oberhand und das wollen wir natürlich beim Fliegenfischen haben. Spaß und einen schönen Drill und am Ende ein fettes Grinsen, weil wir den Fisch gelandet haben. Und ich hoffe, so ein Grinsen kann ich mir heute auch noch mal bescheren und deswegen geht es jetzt raus. Die Bedingungen sind perfekt und wir schauen mal, ob wir noch eine Meerforelle für euch vor die Linse bekommen. Damit wünschen wir euch Tight Lines. Checkt sie einfach unbedingt noch mal aus. Die Vorserie, eine der besten Einhandrouten aktuell, wenn ihr auf der Suche nach einer Klasse 5, 6 oder 7 seid. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen und deswegen bis bald.